Alright Leute, willkommen zum neuen Dragon Ball Sparking Video und anlässlich der Dragon Ball Battle Hour, habt ihr ja mitbekommen, gab es einen neuen Trailer. Wir waren alle extrem fokussiert auf den Trailer, der ja um Mitternacht gedroppt ist. Aber bevor es zum Trailer Release kam, gab es auf der Dragon Ball Battle Hour ein Dragon Ball Producer Panel, also mit den Producern der Dragon Ball Spiele an und für sich und dem Producer von Sparking Zero, so eine Art Q&A. Es gab Fragen aus der Community, aus dem Netz, die sie beantwortet haben. Und wir schauen uns in dem heutigen Video an, was für Fragen, Antworten da geliefert worden sind, weil da sind die ein oder anderen Sachen dabei, die interessant sind und die uns auch nochmal einen besseren Überblick geben über Sparking Zero. Vorweg, Freunde, es gab schon im Dezember ein Interview mit IGN bei den Game Awards mit dem Producer. Da werde ich jetzt nur noch die wichtigsten Inhalte oder Inhaltspunkte mit ansetzen, da die jetzt schon ein bisschen älter sind, aber dennoch good to know sind. Plus überleiten wir dann in die neuesten Informationen von der Dragon Ball Battle Hour. Wir fangen mit der grundlegenden Information an und die ist, glaube ich, bei den meisten schon durchgesickert. Wenn nicht, Freunde, hört es hier nochmal, dass Dragon Ball Sparking Zero seit 5 Jahren in der Entwicklung ist. Und auf Grundlage dieser Tatsache kann man erst so ein großes Charakterraster anbieten und auch erstellen, was wir haben mit 164 spielbaren Charakteren. Aber auch die Tatsache, dass das Spiel so aussieht, wie es aussieht, basiert einfach darauf, dass sie schon sehr früh auf die Unreal 5 Engine umgestiegen sind und halt seit 5 Jahren in der Entwicklung sind. Man muss an der Stelle auch nochmal kurz einen Punkt erwähnen, den ich anfangs nicht genannt hatte, dass es einfach noch so kleine Kinderkrankheiten gibt beim neuesten Sparking-Trailer, dass man bei manchen Frames sieht, dass beispielsweise die Frisur von Goku einfach nicht hinterherkommt oder die Haare einfach irgendwo im Bild sind und Goku eine Glatze hat. Der hat halt kurz den Maru-Move gemacht, aber nee, Freunde, ihr wisst, was ich meine. Also so Kleinigkeiten, woran die noch arbeiten müssen. Ich glaube, die sind auch gerade noch daran, das Ganze fein zu schleifen, das Ganze zu polieren. Und an der Stelle muss gesagt sein, Freunde, dass sowas natürlich bei Release nicht sein darf, aber die sind jetzt, glaube ich, mit Hochtouren daran, das Ganze zu fixen, die aktuellen Kleinigkeiten einfach zu beheben. Nur, dass ihr auch seht, dass nicht alles, was wir da von Sparking Zero bekommen haben, bisher perfekt war. Kurze Werbeunterbrechung, Freunde, und zwar darf ich euch meinen neuen Partner MMOGA vorstellen. Die erste Anlaufstelle, wenn es um Spiele-Keys geht. Ich persönlich hole mir dort immer Guthabenkarten, gerade für PlayStation Store, mega praktisch. Haben noch so viele andere Produkte, V-Bucks, FIFA-Coins, Spiele-Keys etc. Und wenn ihr schon die ganzen Dienste nutzt, Freunde, gerne über meinen Link machen oder den Creator-Code MARUHAKI bei euch im Profil hinterlegen. Müsst ihr einmal machen und dann bin ich da sozusagen mit drin und ihr tut mich zukünftig bei den Käufen unterstützen. Ist für euch nur eine Kleinigkeit, wird mich aber immens unterstützen. Danke für den Support und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Und eine andere Information, die ich echt spannend fand, ist, dass sich der Producer von Sparking Zero auch stark an Dragon Ball FighterZ inspiriert hat, insbesondere aus der E-Sport-Szene, dass die Leute, also er fand es echt erstaunlich, dass die Leute dass die Fans unfassbar viel Spaß hatten an diesen Iconic Battles aus dem Anime, gerade wie das in FighterZ mit den Dramatic Finish-Szenen oder sowas dargestellt worden sind und dass er sich daran orientiert hat und auch diese Erfahrung in Sparking Zero mit einschließen möchte. Hier wurde auch nochmal genannt, im Vergleich zu den letzten Titeln, Dragon Ball FighterZ hat sich mehr natürlich für den E-Sports-Bereich so etabliert, für das Competitive. Kakarot war so eher, wo man in die Story eingetaucht ist. Und Xenoverse, da hatte man die Möglichkeit, so seinen eigenen Avatar, so seine Charakter-Creation zu haben. Und der Fokus bei Dragon Ball Sparking Zero soll laut ihm darin liegen, dass man vollständig in diese Umgebung, in diese Dragon Ball Welt eintauchen kann und so, dass man beim Spielen sich wirklich so fühlt, als wäre man Goku, würde in den Super Saiyan verwandeln, als wäre man einfach ein Teil dieser Welt. Das ist so das Ziel, was sie damit erreichen wollen. Und im Vergleich zu den anderen Spielen hört sich das halt schon interessant an, dass die mit Sparking Zero da diesen Fokus setzen. Noch eine letzte Sache, bevor wir mit den neuen Infos starten, und zwar geht es um die Namensgebung. Viele dachten ja eventuell, dass Sparking Zero jetzt so eine Art Reboot werden könnte, aber an der Stelle wird hier auch nochmal vom Producer selber gesagt, es knüpft an der alten Budokai Tenkaichi-Reihe an. Das sieht man einfach auch ganz klar an der Tatsache, dass wir jetzt ebenfalls so ein großes Charakterraster haben, weil gerade Budokai Tenkaichi 3 einfach bekannt war für so eine große Anzahl an spielbaren Charakteren, beziehungsweise an sich die Tenkaichi-Reihe. Und hier sieht man auf jeden Fall auch nochmal, weil die Namensgebung in Japan Sparking hieß, bei uns Budokai Tenkaichi, dass es trotzdem auf jeden Fall eine Fortsetzung ist.
weil man möchte damit einfach die alten OG-Fans von damals mit rankriegen, aber natürlich auch komplett neue Spieler, die damit anfangen können. Kommen wir jetzt zu den Infos aus dem Producer-Panel und wir starten erstmal mit der ersten Tatsache. Dadurch, dass ja jetzt ein neues Dragon Ball Game kommen wird, Dragon Ball Sparking Zero, war da die Frage im Raum, wie es mit Dragon Ball Xenoverse aussieht. Und die haben auch schon bestätigt, das ist so krass, Freunde. Xenoverse ist einfach das Spiel, was immer noch Content kriegen wird, auch parallel, wenn Sparking Zero draußen ist. Die werden wahrscheinlich das eine DLC in dem Spiel vertreten, das andere DLC in dem anderen, was einfach mehr Sinn ergibt, was einfach passender ist für das jeweilige Spiel. Aber Dragon Ball Xenoverse wird parallel zum neuesten Ableger Dragon Ball Sparking Zero nebenbei immer noch Content kriegen. Das war das erste Thema. Das zweite Thema, die zweite Frage war, wie es aussieht bezüglich den Charakteren. Welche Charaktere waren am schwersten umzusetzen in Sparking Zero? Und da haben sie geantwortet, dass es die Giant-Charaktere waren, beziehungsweise Giant-Charaktere sind. Es wurde vom Plural gesprochen, heißt, wir werden mehrere Giant-Charaktere in Sparking Zero kriegen. Beispiel dafür ist einfach zum Beispiel, was man im Trailer gesehen hat, Vegeta als Wehraffe, Cell Max wäre durchaus noch eine Option, andere Wehraffen wären noch eine Option. Falls ihr noch Ideen habt, wer als Giant-Charakter auch ebenfalls noch durchgehen könnte, gerne in die Kommentare. Aber sie hatten bei diesen Charakteren einfach die meisten Schwierigkeiten, diese umzusetzen. Klar, dieses Größenverhältnis, das ist genauso auch immer bei den One Piece Game. Wenn du da so einen Whitebeard und so einen Kaido hast und dann so einen Chopper, wie man das dann irgendwie gebalanced kriegen möchte. Und sie haben ebenfalls auch genannt Charaktere, die nicht selber fliegen können. Fällt mir jetzt spontan Mr. Satan ein mit seinem Jetpack und sowas, der auch schon bestätigt wurde. Und diesbezüglich mussten sie einfach ein bisschen kreativer werden. Und abschließend, Leute, kommen wir zur letzten Frage, die gestellt worden ist. Und zwar war die Frage, warum kriegen wir jetzt plötzlich so nach über 15 Jahren einen neuen Teil von Sparking Zero? Warum jetzt? Und die Antwort war ganz einfach, man hat einfach versucht oder man möchte zu den aktuellen Dragon Ball Games, die aktuell auf dem Markt sind, wie Fighters, Kakarot und Xenoverse, die ja alle so gesehen hin und aktuell noch Content bekommen. Ich meine, Fighters kriegt halt jetzt eher technische Updates, wie zum Beispiel der Rollback-Netcode, Xenoverse nach wie vor immer noch neue DLCs und Kakarot genauso, wurde ja auch im Rahmen der Dragon Ball Battle Hour neues DLC angekündigt. Aber sie wollten halt einfach damit Abwechslung bieten. Und an der Stelle soll auch gesagt sein, was ich am Anfang erwähnt habe, jedes dieser 3 Dragon Ball Games hat ja einen anderen Fokus, weil jetzt vielleicht auch ein paar Leute denken, okay, hey, Kakarot, damit haben wir ja schon ein Dragon Ball Game, wo wir die OG Dragon Ball Z Story nachzocken werden, aber Sparking Zero soll da sozusagen das Ganze nochmal auf ein anderes Level bringen. Man möchte einfach die Leute sozusagen da eintauchen lassen in diese Dragon Ball Welt, wie ich genannt hatte, und es wird dementsprechend sich dann auch anders spielen lassen und anders anfühlen wie Kakarot. Und das ist so der ausschlaggebende Punkt, dass man einfach eine andere Alternative zu den aktuellen Dragon Ball Games bringen will. Und ich muss an der Stelle sagen, wenn man das jetzt mit anderen Anime-Games vergleicht, sowohl Naruto, One Piece und alle anderen Anime-Games, muss man halt sagen, dass die Dragon Ball Games halt wirklich am stärksten aktuell sind, weil überleg mal, was für eine breite Vielfalt wir haben. Und für jeden Geschmack, sei es jetzt Competitive Fighters, sei es jetzt nur Casual Story-Spieler Kakarot oder halt eigene Charakter-Creation und Koop-Modus Xenoverse, hat man halt was abgedeckt. Und jetzt kommt sozusagen, sage ich jetzt mal, noch ein ganz krasser anderer Banger mit Sparking Zero, der halt diese alte OG-Reihe weiter fortsetzt als direkte Fortsetzung. Plus halt einfach in einer überarbeiteten Grafik, Artstyle, was auch immer, Unreal Engine 5, ist halt schon ordentlich. Also als Dragon Ball Gaming Fan ist man einfach sehr, sehr gut, Freunde. In der Hinsicht, Freunde, waren es für mich alle relevanten Informationen. Ich wollte die einfach alle mal in ein Video packen. Ich lasse euch den Link zum Dragon Ball Panel, das geht so 40 Minuten, in der Videobeschreibung da. Dann könnt ihr das euch nochmal in Ruhe anhören, anschauen. Ist halt, wie gesagt, Englisch, Japanisch und dann wird es die ganze Zeit hin und her übersetzt. Aber sind trotzdem, finde ich, ein paar interessante Facts dabei. Auch grundlegend von den Infos, die ich am Anfang genannt hatte, dass das Spiel seit 5 Jahren in der Entwicklung ist. Und an der Stelle soll auch gesagt sein, Freunde, ganz offiziell gibt es immer noch nirgends die Information, ob es noch dieses Jahr erscheinen wird oder nächstes Jahr. Ich hoffe sehr, sehr stark, dass es noch dieses Jahr kommen wird, einfach auf Grundlage des Jubiläums. Aber wir werden sehen, Freunde, je nachdem, wie weit das Spiel ist. Und ganz ehrlich, bevor man es unfertig released, Hashtag Storm Connection,
soll man auf jeden Fall sich die Zeit nehmen und dann warte ich halt auch noch bis nächstes Jahr. Aber dass dann Goku auf jeden Fall noch seine Haare auf dem Kopf hat. Wobei mich stört es nicht, wenn Goku eine Glatze hat. Real Talk, Freunde. Habe ich kein Problem mit, aber ihr wisst, was ich meine. Und bevor sie es unfertig releasen, Freunde, sollen sie sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, die sie brauchen, damit, wenn es rauskommt, der absolute Banger wird und alle Rekorde brechen wird. Da bin ich mir sicher, Freunde. Lasst mich wissen, wie ihr dazu denkt in den Kommentaren. Wir sehen uns zum nächsten Sparking Zero Video. Haut rein.